Apple hat die neuen iPads veröffentlicht und falls du überlegen solltest, dir ein neues zuzulegen, aber so nicht richtig weißt, welches du nehmen sollst, dann bist du hier in diesem Video genau richtig, denn ich erkläre dir die Gemeinsamkeiten und natürlich auch die Unterschiede zwischen dem neuen iPad Air und dem neuen iPad Pro. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Natürlich ist es immer als erstes ganz wichtig, was möchtest du mit deinem neuen iPad machen? Es gibt gerade bei den neuen Geräten, dem iPad Air und dem iPad Pro, ganz viele Gemeinsamkeiten, aber auch riesengroße Unterschiede in der Ausstattung. Die sind meistens auf den ersten Blick gar nicht mal so einfach zu erkennen und Apple hat natürlich eine wunderbare Marketingstrategie, um dir diese iPads hier richtig gut zu verkaufen. Aber wenn man mal hinter die Kulissen guckt, dann sieht man erstmal die großen und auch kleinen Unterschiede. Und welche das sind, das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Als erstes hat Apple natürlich das iPad Air veröffentlicht und das gibt es jetzt aktuell in zwei Größen. Zum einen in 11 Zoll und zum anderen in 13 Zoll. Nachdem sich die Kunden ein größeres iPad Air gewünscht haben, hat Apple den Wunsch erfüllt und natürlich auch das größere produziert. Von der Helligkeit haben wir 600 Nits an Helligkeit. Das iPad Air ist kompatibel mit dem Apple Pencil 2, gleichzeitig natürlich auch mit dem Apple Keyboard und auch mit dem neuen Apple Pencil Pro. An Bord ist der Apple M2 Chip und von der Kamera sehr gute Nachrichten. Sie ist jetzt quer verbaut, hat 12 Megapixel Weitwinkelkamera und ist einmal im hinteren Bereich verbaut und im vorderen hat man natürlich, wie gesagt, im Querformat die Ultra-Weitwinkelkamera und das Ganze dann mit einer Videoaufnahme von 4K. Natürlich wieder das Liquid Retina Display an Bord, ein USB-C-Anschluss ohne Thunderbolt zum Laden und natürlich auch zum Datenübertragen. Die Touch-ID verbaut in der oberen Taste. Von der Breite her ist das iPad Air 6,1 mm dick und hat ein Gewicht bei der 11 Zoll Variante von 462 Gramm und bei der 13 Zoll Variante von 617 Gramm. Für den guten Sound sorgen zwei verbaute Lautsprecher. Es hat WLAN 6 an Bord. Beim Mobilfunk sind es dann 5G und gleichzeitig gibt es das iPad Air bis zu einer Speicherkapazität von 1 Terabyte Speicher. Preislich beginnt das 11 Zoll iPad mit der 128 GB Version bei 699 € und das 13 Zoll iPad Air kostet 949 € in der 128 GB Version. Dann haben wir natürlich noch das neue iPad Pro, ebenfalls in der 11 Zoll Version und in der 13 Zoll Version erhältlich. Das ist 0,1 Zoll mehr als der Vorgänger. Das 11 Zoll ist 5,3 mm dick und das 13 Zoll ganze 5,1 mm dünn. Bei beiden iPad Pros ist natürlich der neue M4 Chip mit an Bord. Die Kamera ebenfalls 12 Megapixel Weitwinkelkamera im hinteren Bereich und die 12 Megapixel Querformat Ultraweitwinkelkamera jetzt im vorderen Bereich. Vom Videocodec kann das iPad aufnehmen in 4K Video und gleichzeitig natürlich noch in Apple ProRes. Der Lade- und USB-Anschluss ist hier ein bisschen anders. Wir haben hier einen Thunderbolt USB-C 4 Anschluss verbaut. Als Display verbaut ein Ultra Retina XDR Display und das Besondere an diesem Display ist, dass es ein Tandem OLED 2 Display ist, was sozusagen bedeutet, dass hier zwei OLED Displays übereinander gelegt wurden, um noch mehr Bildschärfe und gleichzeitig natürlich auch Farbtiefe zu erreichen. Von der Helligkeit hat dieses Display bis zu 1000 Nits, im Peak bietet es hier sogar bis zu 1600 Nits. Auch neu beim iPad Pro Display ist das Nano-Texturglas. Das reduziert natürlich Spiegelung, aber das hast du nicht immer dabei, sondern nur bei der 1 Terabyte und gleichzeitig bei der 2 Terabyte Version. In puncto Gewicht kommt das 11 Zoll iPad Pro mit 444 Gramm daher und die 13 Zoll Variante wiegt satte 579 Gramm. Das Highlight ist natürlich der M4 Prozessor, gleichzeitig an Bord Face ID, 4 verbaute Lautsprecher, WLAN 6, beim Mobilfunk ist es 5G und es unterstützt das Magic Keyboard fürs iPad Pro M4 und man kann es erwerben bis zu einer Kapazität von 2 Terabyte Speicher.
Gleichzeitig gibt es natürlich auch noch den LiDAR-Scanner, der ist mit an Bord. Preislich ist die Basisversion des iPad Air mit 128 GB erstmal auf den ersten Blick 600 € günstiger als beim iPad Pro. Du musst aber beachten, dass das iPad Pro dann aber schon mit 256 GB zum Preis von 1550 € kommt, was sozusagen den doppelten Speicher hat. Also wenn man das jetzt mal genau vergleichen würde, dann würde das iPad Air mit 256 GB 1079 € kosten und das iPad Pro dann 1550, und das ist wie gesagt ein Unterschied von ca. 380, knapp 400 €. Trotzdem ist das natürlich eine Stange Geld. Dafür kannst du denn schon ein Apple Pencil bzw. ein Apple Keyboard inklusive kaufen und hast für den gleichen Preis sozusagen dann noch eine Tastatur mit dabei. Das musst du dir dann halt überlegen. Klären wir jetzt mal die Unterschiede zwischen dem iPad Air und dem iPad Pro, und da kommt natürlich das iPad Air mit dem M2-Chip on Board daher und das iPad Pro, das hat den neuen M4-Prozessor verbaut. Gleichzeitig gibt es im iPad Air 2 verbaute Lautsprecher. Im iPad Pro sind es dann 4 verbaute Lautsprecher. Im Air gibt es keinen LiDAR-Scanner, im Pro dann schon. Und das iPad Air gibt es bis zu 1 TB Speicher. Beim iPad Pro besteht die höchste Speichervariante bei 2 TB Speicherkapazität. Die Displayhelligkeit und die Farben beim iPad Pro sind natürlich deutlich höher mit bis zu 1000 Nits im Vergleich zum iPad Air mit 600 Nits. Ein sehr großer Unterschied, wie ich finde, ist, dass beim iPad Air der langsame USB-C-Anschluss verbaut ist und das iPad Pro hat dann schon den USB-C 4-Anschluss mit Thunderbolt, der natürlich deutlich schneller bei der Datenübertragung ist. Das iPad Air kommt mit Touch-ID und das iPad Pro hier mit Face-ID. Die Videoaufzeichnung gibt es natürlich beim iPad Pro mit dem Apple ProRes Codec und beim iPad Air gibt es das nicht. Was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass beim neuen iPad Pro nur eine Kamera im hinteren Bereich verbaut ist. Es war noch beim Vorgänger 2 Kameras, da hat Apple deutlich dezimiert und wahrscheinlich ist natürlich die Videoaufnahme für das iPad Pro nicht so der Bringer und da hat sich Apple überlegt, okay, dann hauen wir hinten eine Kamera rein mit 12 Megapixel, die reicht definitiv auf für Videoaufnahmen und gleichzeitig natürlich auch noch, um Dokumente zu scannen und andere Geschichten zu machen. Hier wurde, wie gesagt, still und heimlich eine Kamera von der hinteren Seite weggekürzt. Von den erhältlichen Farbvarianten hat diesmal das iPad Air die Nase vorn, denn hier kommst du auf 4 verschiedene Farbmöglichkeiten, währenddessen du beim iPad Pro nur das normale Space Schwarz bekommst und natürlich auch das Silber. Fassen wir das Ganze mal zusammen und wie schon am Anfang gesagt, musst du natürlich wissen, was du mit dem iPad machen möchtest. Bist du ein User, der sozusagen seine Filme schaut, gleichzeitig noch ein bisschen Grafik oder Fotos bearbeitet, in Textanwendungen sehr viel unterwegs ist, Musik hört und eine ganze Menge mehr macht, dann ist natürlich das iPad Air M2 absolut optimal für dich. Sofern es dann aber an den Videoschnitt und an den Datentransfer mit externen Festplatten geht, da wird es dann ein bisschen komplizierter, da erstens der USB-C-Anschluss sehr langsam ist beim iPad M2, also beim iPad Air. Und da würde ich natürlich dann wieder das neue iPad Pro empfehlen mit dem M4-Prozessor und gleichzeitig dem schnellen Thunderbolt-Anschluss. Denn es nervt richtig ab, wenn du wirklich Dateien transferieren möchtest und hier über den langsamen USB-C-Anschluss kommen musst. Du kannst das natürlich dann auch noch per Airplay machen, das geht auch. Aber ich sag mal, ein schnellerer Datentransfer ist dann schon optimal und wer zum Thema Videoschnitt und Audiobearbeitung unterwegs sein sollte, für den empfiehlt sich natürlich garantiert das neue iPad Pro. Aber ich sag mal so, in allen anderen Anwendungen, dass das iPad Air M2 absolut richtig. Ich habe hier den M2-Prozessor im iPad Pro verbaut und arbeite seit 2 Jahren mit dem iPad Pro und kann sagen, dass der M2-Prozessor immer stabil durchgehalten hat, egal ob 4K-Schnitt oder andere Geschichten. Ich habe natürlich den schnellen Thunderbolt-Anschluss verbaut, was natürlich den Datentransfer dann hier auch erleichtert. Aber ich sag mal, wer so unterwegs ist, komplett in Sachen Videoschnitt, Grafikbearbeitung und so weiter und so fort, auch beim Gamen wird es natürlich dann auch mit den neuen KI-Anwendungen des M4-Chips ein bisschen anders sein. Also
muss ich kennen, relativ wenige, die auf dem iPad spielen bzw. professionell gamen. Da wird es dann doch schon ein PC sein bzw. ein MacBook Pro. Aber so glaube ich persönlich, dass sich das iPad Air mit dem M2-Prozessor in der 13 Zoll Variante wirklich richtig gut verkaufen wird, denn die Kunden haben ein größeres Display und ein größeres Display ist schon wirklich richtig optimal und auch mehr wert. Und die Unterschiede, man glaubt es kaum, zwischen 11 Zoll und 13 Zoll, die sind dann gerade in der Grafikbearbeitung und beim Videoschnitt wirklich riesig. Also ich denke schon 256 GB iPad Air 13 Zoll, das wird's werden bei Apple, was sich da am meisten verkauft. Und ich habe aber festgestellt, dass jetzt in meinen 2 Jahren, wo ich mit dem iPad Pro unterwegs bin und den M2-Prozessor, dass das mit Video auch nicht so das Optimale ist. Du kannst zwar in den neuen Programmen wie Final Cut Pro oder DaVinci als App unwahrscheinlich gut schneiden, hast natürlich auch eine schöne Bedienung und eine gute Farbwiedergabe, aber das Problem ist dann, professionell ist es so, dass du mit 30 oder 45 Minuten Film hier natürlich auf dem iPad überhaupt nicht schneiden kannst. Ich habe das im Urlaub mitgehabt und habe wirklich 14 Tage mit dem iPad Pro geschnitten, weil ich meine Urlaubsfilme sozusagen dann hier auf dem iPad Pro geschnitten habe und ich muss sagen, es ist grausam. Also ab einer Länge von circa 15 Minuten plus bis 45 Minuten ist es natürlich wirklich anstrengend und teilweise stürzt dann auch das iPad ab oder bleibt einfach mal stehen bei so hohen Filmlängen und das ist natürlich nicht optimal. Das kann natürlich sein, dass der M4-Prozessor das alles komplett rockt und dass es dort keine Probleme mehr gibt, aber ich sag mal, wenn du wirklich in Sachen Shorts unterwegs bist, 10 Minuten Filme oder normal deine Urlaubsvideos schneiden möchtest, iPad Air M2 13 Zoll Variante in 256 GB, das ist wahrscheinlich dann die gute Anfangsvariante und vom Preis-Leistungssektor wirklich optimal. Für alles andere, was sozusagen dann mehr in den Videoschnitt und auch bei höheren Längen des Filmes geht, da kann man dann wirklich das iPad Pro empfehlen. Wobei ich dann ehrlicherweise sagen muss, dass mir das iPad Pro mittlerweile wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis zu teuer ist. Denn wenn man sich überlegt, man hat hier so ein komplett ausgestattetes iPad Pro mit 1 Terabyte Arbeitsspeicher und allen anderen, was man da sozusagen noch bestellen kann. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und beide iPads mal in der Vollausstattung konfiguriert und da hat das iPad Air in der 1 Terabyte Version einen Preis von 1.749 € und das iPad Pro kommt in der Vollausstattung mit Wi-Fi Cellular, 2 Terabyte und natürlich auch den Nano Glas auf satte 3.139 € und bei dem Preis kann man sich dann wirklich mal überlegen, ob man nicht doch lieber ein MacBook Pro kauft. Denn du kannst immer noch mit dem MacBook Pro mehr anfangen als mit dem iPad. Das ist nun mal so, gerade beim Dateitransfer ist das natürlich beim iPad ein bisschen komplizierter als beim MacBook und auch bei anderen Geschichten. Es arbeitet sich einfach im Video- und Fotosektor besser mit einem MacBook Pro 14 Zoll als mit einem iPad Pro. Das kann ich wirklich von meiner Seite aus sagen und auch bestätigen. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis, wie gesagt, ist das iPad Pro relativ happig und wirklich teuer. Und da sollte man dann doch überlegen, wenn man so viel unterwegs ist, ob man dann nicht mal ein MacBook Pro ins Auge fasst. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen weiterhelfen mit meinen Vergleichen. Wenn du jetzt Fragen haben solltest in der Kaufberatung beziehungsweise hier noch einige Punkte geklärt haben möchtest, dann schreib sie hier gerne in die Kommentare. Wenn ich sie beantworten kann, dann mache ich das natürlich gern. Und das war soweit mit meinem Video. Ich sage Tschüss, Bye Bye und Winke Winke und gern bis zum nächsten Video.